Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Wenn ihr neu auf diesem Kanal seid, hier geht es um Patchwork-Quilten und um kleine Nähprojekte. Und heute geht es um diese beiden Sterne. Dieser Stern ist wirklich sehr schnell gemacht und somit ein ideales Geschenk auf die letzte Minute. Wenn ihr aber noch ein bisschen mehr Zeit habt und noch einen schönen Nähabend so vor Weihnachten einbauen könnt, dann wäre der Stern ganz bestimmt eine gute Idee. Beide Sterne sind aus der gleichen Spitze aufgebaut. Herzlich willkommen bei Needle Engine. Mein Name ist Elke, wir legen los. Für eine Sternenzacke brauchen wir 2 gleich große Dreiecke und 4 unterschiedlich lange Stoffstreifen. Die Angaben dazu findet ihr unter dem Video. Die Stoffe sind von Robert Kaufmann aus der diesjährigen Weihnachtskollektion. Wir starten mit dem ersten Dreieck. An unserem ersten Dreieck legen wir an einer Seite den kürzesten der Streifen an. Dazu falten wir einmal unser Dreieck, ermitteln die Mitte, gehen da so ein bisschen mit dem Nagel entlang und das gleiche machen wir mit unserem Stoffstreifen. Falten und ein bisschen einkerben, sodass wir deutliche Markierungen haben, die wir nun zueinander legen. Wir kippen beides übereinander, sodass die Markierungen aufeinander schlagen, drehen das zur Nähmaschine und nähen den Streifen mit einem Viertel-Inch Nahtzugabe ab. Wir schlagen den angenähten Streifen nach außen, können ein bisschen mit dem Nagel entlang fahren oder das schon ein bisschen bügeln. Wir nehmen unser Anlegelineal, nehmen unseren 60 Grad Winkel. Diese 60 Grad Linie legen wir einmal an unsere gerade Stoffaußenkante von unserem angesetzten Streifen. Wir schieben unser Lineal bis zur äußeren Längsstoffkante und schneiden einmal zu. Das gleiche wiederholen wir auf der gegenüberliegenden Seite. Wenn der erste Streifen angenäht ist, folgt der zweite Streifen auf der gegenüberliegenden Seite, der dritte Streifen auf der gegenüberliegenden Seite und der letzte, vierte Streifen auch wieder auf der gegenüberliegenden Seite. Und so schaut unser Dreieck nun aus. Als nächstes nähen wir das zweite Dreieck an das schon genähte Dreieck. Wir schlagen beide Dreiecke übereinander und schauen zu, dass es genau in der Mitte liegt. Ich habe mir hier einen Helfer eingesetzt, der mir einmal die Nahtlinie zeigt und eine Nahtzugabe von einem Viertel-Inch zu beiden Seiten. Wie ihr den anfertigen könnt, findet ihr hier in der Beschreibung. Wenn wir das haben, nähen wir das einmal an. Wenn euch das Video gefällt und ihr mir das gerne mitteilen möchtet, würde ich mich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Wir schlagen unser Dreieck auf und wir schneiden einmal eine Sternzacke zu. Wir legen unseren 60 Grad Winkel an die eine Kante unseres zusätzlich angenähten Dreiecks und unsere Schnittkante verläuft parallel der zweiten Seite unseres angenähten Dreiecks. Dieses Stoffdreieck, das hier nun herausschaut, das schneiden wir einmal ab. Und das gleiche wiederholen wir auf der anderen Seite. Und so schaut unsere einzelne Zacke nun aus. Unser zweiter Stern besteht aus der gleichen oberen Zacke und als untere Zacke setzen wir einen Pfeilschaft an. Wenn ihr diesen Stern gerne arbeiten möchtet, findet ihr dazu im Etsy-Shop eine Schnittmusterdatei. Wir setzen diesen Stern hier nun einmal gemeinsam zusammen. Wenn wir den unteren Teil unserer zweiten Sternenzacke zusammensetzen möchten, nehmen wir zuerst Teil 1, das Mittelstück, und nehmen dann ein Seitenteil. Beim Zuschneiden achtet darauf, dass die Seitenteile seitenverkehrt zugeschnitten sind. Wir nehmen Teil 1 und Teil 2, das erste Seitenteil. Wir schlagen Teil 1 über Teil 2 und zwar so, dass die oberen Kanten bündig und gerade abschließen. Ab. Das Ganze legen wir einmal an unsere Schablone. Die rechten Seiten liegen zueinander und wir nähen mit einem Viertel-Inch Nahtzugabe ab.
Wir schlagen die Nahtzugabe zum zweiten Schnittmusterteil nach außen. Wir nehmen unser drittes Schnittmusterteil und damit das gleich wieder gerade an der oberen Kante abschließt, legen wir das so auf unser Seitenteil, dass wir sowohl oben ein V als auch unten ein V haben. Und zwar ein gleich großes V. Dieses V gibt uns die Nahtzugabe an. Wir haben dieses V, unsere Nahtlinie verläuft genau in die Spitze dieses Vs, am oberen und am unteren Ende. Und das nähen wir einmal ab. Wenn wir jetzt unser genähtes Stück nach außen schlagen, haben wir wieder eine gerade Linie. Wir nehmen das vierte Stück, setzen das ebenso an, wir schlagen das wieder über und haben sowohl oben als auch unten, also am Nahtanfang und am Nahtende, unser gebildetes V. Das nähen wir wieder ab. Wir schlagen das nach außen und wir wiederholen das Ganze auf der zweiten Seite. So schaut es dann aus. Wir haben unsere innere Zacke, wir haben unsere äußere Zacke. Und wenn wir uns das jetzt vorstellen, wenn wir uns das jetzt hier angucken, das passt gar nicht genau ineinander. Irgendwo haben wir immer diese Verschiebung, diese Seiten stimmen nicht. Das liegt daran, dass wir hier noch die Nahtzugabe dabei haben. Wenn wir das jetzt übereinander schlagen, das Ganze zur Mitte hin orientieren. Wir richten das einmal aus. Wir sehen hier, beide Nähte gehen zur Seite weg. Wenn wir das öffnen, ist da der Punkt. Da treffen beide Nähte aufeinander und genau da nähen wir. Wenn ihr mögt, könnt ihr auch die Außenkanten wieder stecken. Wir markieren einen Punkt 1/4 Inch von unserer Schnittkante, genau auf unserer Nahtlinie. Und wir machen das gleiche auf der zweiten Seite. Schauen, dass es gut liegt und stecken beide Seiten zueinander. Das Ganze nähen wir einmal ab. Wenn ihr hier bei den Zacken, bei den Übergängen das Gefühl habt, ihr werdet da nie die richtige Stelle treffen, dann näht das erst einmal mit einem ganz groben Stich ab. Und wenn das Ganze passt, näht ihr das fein zusammen. Auf diese Weise arbeiten wir 6 Zacken und beide Sterne setzen wir wieder auf gleiche Weise zusammen. Das Ganze möchten wir einmal bügeln. Wir pressen einfach nur unsere Nahtseiten nach außen. Wenn wir das haben, drehen wir das einmal und pressen ganz vorsichtig, damit nichts durchdrückt, die zweite Seite. Das Ganze machen wir 6 Mal. Wir nehmen 2 Zacken und nähen diese beiden Zacken aneinander. Schlagen sie einmal über, legen die Seiten hin, legen die Seiten genau aufeinander und nähen das Ganze mit 1/4 Inch zusammen. Nähen bis zur Nadel, entfernen die Nadel und nähen weiter. Und so sieht das dann aus. Wir schließen die nächste Seite an. Das gleiche wiederholen wir mit der zweiten Hälfte. Unsere 2 Hälften sind fertig gearbeitet. Diese beiden Hälften nähen wir nun noch aneinander. Und yay! Unser Stern sieht so schon sehr gut aus. Wir möchten ihn jetzt noch bügeln. Der Stern ist fertig und wir bauen ein Sandwich auf. Als Füllung verwende ich hier X50, das ist ein ganz leichtes Volumenvlies mit einer Gitterstruktur auf der Rückseite, die sich aufbügeln lässt. Diese Gitterstruktur habe ich auf meine Rückseite gebügelt. Das Ganze drehen wir einmal um und meinen Stern lege ich mit der rechten Seite auf meinen Rückseitenstoff. Mit einem 1/4 Inch Nahtzugabe nähen wir einmal um unseren Stern herum und lassen eine Wendeöffnung. Als nächstes schneiden wir unseren Stern einmal entlang unserer äußeren Stoffkante zu. Achtet darauf, dass ihr nicht in euren Stern schneidet. Schneidet bis zu einem Punkt und den Rest, den können wir gleich mit der Schere lösen. Und wir schneiden zwischen jeden Zacken einmal die Nahtzugabe bis zu unserer Naht ein. An unseren Zackenenden schneiden wir die Nahtzugabe gut zurück. Bevor wir unseren Stern nun wenden, entfernen wir einmal die Nadeln und bügeln unsere Nähte auf.
Das heißt, wir schlagen einmal unseren Stern zur Seite und bügeln den Unterstoff und den Stern einmal auseinander. Jetzt können wir unseren Stern wenden. Durch das Aufbügeln der Nähte zieht sich nun unser Unterstoff von ganz alleine auf die Innenseite. Wir möchten unseren Stern noch quilten. Dazu möchten wir, dass sich der Stoff gut nach außen schiebt. Und das können wir mit ein paar ganz normalen Nadeln fixieren. Wir quilten unseren Stern mit dem Omnigrid Universallineal. Unsere Nadel steht auf gerade Position und befindet sich genau in der Mitte unseres Linealfüßchens, das heißt mit 1 cm Abstand zum Außenrand. Wir könnten also die Außenkante unseres Füßchens als Führung an unserer Nahtlinie entlang laufen lassen. Und wir schauen uns einmal unseren fertigen Stern an. Ich hoffe, euch haben die Sterne und das Video gefallen und der eine oder andere von euch arbeitet vielleicht den einen oder anderen Stern einmal nach. Ich wünsche euch noch eine gute 4. Adventswoche, bleibt gesund und glücklich und denkt daran, was immer auch passiert. Einfach weiter nähen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!